Nein! Nein, 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 letztes Leben, nein! Oh, Alter, dieses Spiel ist blöd, diese Steuerung ist blöd und diese Entwickler sind blöd. Der Einzige, der nicht blöd ist, bin ich, weil ich habe natürlich sicher nichts falsch gemacht an der Stelle. Aber ganz im Ernst, selbst wenn wir uns immer wieder gerne über unser digitales Ableben auf der Playstation ärgern können, die Sache hat auch seine Vorteile. Beispielsweise können wir zumindest in modernen Spielen gerne unendlich oft respawnen und haben nicht einmal wie Katzen nur Zugriff auf 9 verschiedene Leben. Nein, da haben wir es im echten Leben mit unserem mickrigen einen Leben definitiv schwerer, und sogar in Filmen ist das ein Luxus, der einem wirklich selten zuteil wird. Auch dort bedeutet Tod meistens Tod. Tod ist tot, Hirntod ist amerikanischer Präsident. Solche Zusammenhänge gibt's da halt immer wieder. Okay, Dr. Herbert West kann einen vielleicht mit einem grünen Jockerl wieder zum Leben erwecken, aber auch das macht dann vielleicht Dinge mit einem, die einem nicht so sympathisch sind. Nein, man braucht irgendein Konzept, irgendein Ding, zum Beispiel einen Armreifen oder irgend sowas, den man sich einfach umschnallt und dann lebt man wieder, wenn man einmal tot ist. Ja, das ist die Story von CYBERGATE, die Cyborg-Kidnapper. Ein Film, der mich jedes Mal ablenkt, wenn ich ihn sage, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo ich da anfangen soll. CYBERGATE ist das also tatsächlich die Billigsdorfer Version vom Stargate, und Cyborg-Kidnapper, wer kidnappt Cyborgs? Ganz ehrlich, nachdem ein Cyborg eigentlich ein Computer ist, müsste man doch eigentlich sagen, die Cyborg-Diebstähler. Und vor allem, wieso soll ich einen Roboter kidnappen, der mich töten kann? Ich meine, gut, im Fall von CYBERGATE sind die Cyborgs per se die Kidnapper, aber das macht das Ganze jetzt in meinem Kopf irgendwie auch nicht gerade einfacher zu verstehen. Anyways, C. Thomas Howell hat ein wirklich beschissenes Leben. Zuerst konnte er gegen Rutger Hauer kämpfen, dann musste er Filme für The Asylum drehen und irgendwann einmal dazwischen spielte er die Hauptrolle in CYBERGATE und wurde dort auf seiner eigenen Hochzeit erschossen, während einige Cyborgs dann auch noch seine Frau entführen. Ja, die Red Wedding bei Game of Thrones war ja wirklich ein Scheißdreck dagegen. Aber neben C. Thomas Howell wartet in CYBERGATE übrigens unter anderem auch noch Jennifer Rubin aus Nightmare on Elm Street 3 auf uns, beziehungsweise der immer großartige Judge Reinhold, den einige wahrscheinlich kennen aus Beverly Hills Cop. Aber nachdem jetzt C. Thomas Howell als Hauptdarsteller von dem Film quasi auf den ersten Drehbuchseiten schon erschossen worden ist, musste sich der Drehbuchautor mal ganz schnell was Neues überlegen. Ja, passt, wir erwecken ihn einfach wieder zum Leben, passt, ich kann weitermachen. Und dann sucht natürlich C. Thomas Howell in bester Super Mario-Manier nach seiner Freundin und erledigt dabei den ein oder anderen Cyborg. Das war's auch mehr oder weniger mit der Story, weil ganz ehrlich, Mr. Banker Films hat's ja auch dieses Mal wieder geschafft, die Geschichte auf 4 Zeilen zusammenzufassen. Und ich kann mir tatsächlich bei manchen von diesen Filmen, die da in der Science Fiction Classics Collection erscheinen, durchaus vorstellen, dass sogar das schwierig ist. Oh Gott, wie kriege ich nur die Textzeilen voll? Naja, gedreht wurde CYBERGATE übrigens von keinem geringeren als Worth Keeter. Den könnten einige B-Action- und B-Horror-Fans kennen, beispielsweise durch Filme wie Speed Train, Todesfahrt in die Hölle mit Jeff Fahey. Er hat dann außerdem noch gedreht, was ich auch sehr cool finde, Bloodline oder auch Rottweiler zum Killen dressiert, aber am bekanntesten ist er natürlich als ein langjähriger Mitarbeiter im Power Rangers Universum. Und leider sind die Power Rangers kein Teil von CYBERGATE, das hätte den Unterhaltungsfaktor des Films sicherlich definitiv noch weiter erhöhen können, aber wir nehmen das, was wir bekommen, und das schauen wir uns in der heutigen Ausgabe von Playzockers DVD-Check näher an mit der deutschen DVD von CYBERGATE. Die Cyborg-Kidnapper. Und es tut mir leid, ich komme einfach immer noch nicht über diesen Titel hinweg. CYBERGATE, die Cyborg-Kidnapper. Unglaublich geil, und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbilde oder warum erinnert mich sogar dieser CYBERGATE-Schriftzug ein bisschen an Stargate. Jetzt einmal natürlich davon abgesehen, dass auch das Cover-Artwork ein bisschen so ausschaut, als würden die beiden gerade aus einem Stargate schlüpfen. Aber egal, schauen wir uns zuerst einmal das Cover allgemein an. Wir haben es bei CYBERGATE mit einer neuen DVD aus der Science Fiction Classics
Classics Collection zu tun, die dann natürlich auch dementsprechend aufbereitet wurde. So finden wir hier ganz oben auf dem Cover einen Hinweis auf die Reihe und bekommen diesen üblichen roten Rahmen, der sich dann sogar auf den Spine fortsetzt und wo man außer den DVD- bzw. Label-Hinweisen nur den Filmtitel bekommt und kein Miniaturbild vom Frontcover. Das ist allerdings etwas, das war bei allen anderen DVDs aus der Science-Fiction bzw. Action Classics Collection, die ich euch in den letzten Wochen und Monaten hier auf dem Kanal vorgestellt habe, nicht anders. Kommen wir jetzt einmal zum Frontcover Artwork und das ist eines, man muss es natürlich ganz ehrlich und offen sagen, das natürlich nicht meinem Geschmack entspricht. Gut, wird jetzt auch niemanden wundern, wenn ich normalerweise immer sage, ich stehe auf reißerische gezeichnete Motive, aber man muss dazu sagen, dass wie bei den meisten DVDs aus dieser Reihe es sich dabei um das alte deutsche VHS-Cover-Artwork handelt. In dem Fall erschien die Videokassette von Marketingfilm, enthielt den Filmtitel, übrigens ähnlich, aber nicht ganz gleich geschrieben, unterhalb des Bildes und darunter dann noch einen großen Credit-Block. Hier wurde das Ganze gewechselt, wir bekommen quasi das Motiv ganz von oben auf der Videokassette hier unterhalb vom Filmtitel, deswegen steht der Filmtitel auch so ein bisschen im Stargate selbst, also im schwarzen Bereich, weil da gab's oberhalb nichts. Außerdem können wir, finde ich, sehr, sehr schön deutlich sehen, wie diese beiden Charaktere hier einfach ausgeschnitten und vor das andere Bild kopiert wurden, was finde ich echt seltsam aussieht, aber was, muss man zugeben, dann doch auch irgendwie was für sich hat. Abgesehen davon, dass das Cover-Artwork vielleicht ein bisschen zu hell und sehr, sehr farbarm ist, ist es aber trotzdem, zumindest wenn man dem Scan in der OFDB glaubt, etwas, das man auch bei anderen Auflagen von diesem Cover-Motiv hat. Und vielleicht sollte man an der Stelle noch dazu sagen, für diejenigen, die den Film nicht unter CYBERGATE kennen, die könnten ihn vielleicht auch unter seinem Originaltitel Last Lives kennen und damit jetzt dann vielleicht den Opening Gag von diesem Video verstehen. Das hätte ich vielleicht früher sagen können. Anyways, wir wechseln auf das Backcover. Da bekommen wir einerseits 4 Bilder aus dem Film, auch in diesem Fall wieder recht klein und wie bei einigen anderen Titeln aus der Reihe in relativ mauer Qualität. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um dieselben Bilder, die auch, also nicht um dieselbe Aufbereitung der Bilder wie auch auf der VHS-Kassette, aber tatsächlich um dieselben 4 Bilder, die auch auf dem Backcover der alten deutschen VHS-Kassette zu sehen waren. Wir bekommen eben noch Hinweise auf die Hauptdarsteller, eine sehr schön kurz zusammengefasste Inhaltsangabe und die technischen Details zu dieser DVD und nein, das ist kein Druckfehler auf dem Cover. Der Film liegt auf dieser DVD in deutscher und französischer Sprache vor, was mich in diesem Fall wirklich tatsächlich etwas wundert, weil der Originalton von diesem Film und die Sprache, in der der Film gedreht wurde, ist selbstverständlich Englisch, sprich der Originalton fehlt auf dieser DVD, was natürlich für Originalton-Fans ein bisschen schade ist. Im Inneren von der DVD bekommen wir dann dasselbe Cover-Artwork wie auf dem Frontcover, meiner Meinung nach deutlich besser aufbereitet. Das Ganze wirkt für mich ein bisschen kräftiger und farbenfroher auf der eigentlichen Disc und ansonsten ist die so gestaltet, wie man es gewohnt ist. Wir können an der Stelle noch einmal einen kurzen Blick auf das gewendete Wendecover werfen, wo wir eben auf dem Frontcover noch Hinweise darauf, dass es den Film zum ersten Mal auf DVD gibt, dass er ungeschnitten ist und dass er eine Altersfreigabe ab 18 Jahren trägt, bekommen. Interessanterweise übrigens an der Stelle noch einmal der Hinweis darauf, es ist ja im DVD-Check mittlerweile eigentlich schon fast üblich, dass jeder Film, den ich hier vorstelle, der ansatzweise eine Erwachsenenfreigabe mal hatte, auf dem Index für jugendgefährdende Medien stand, dieser tatsächlich nicht. Aber dafür könnte der Film ja auch noch auf anderen Indexes stehen, beispielsweise auf dem Index für besonders tolle Bildqualität oder auf dem Index für besonders beschissene Bildqualität. Ich weiß es ja noch nicht. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers DVD-Check so wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer von Mr. Banker Films direkt zeigen. Wie immer weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann.
Und wir merken bereits bei den ersten Screenshots von Last Lives relativ deutlich, dass hier ein analoges Master zugrunde lag. Aber ich muss tatsächlich dazu sagen, dass für jeden Film, den ich bis jetzt gesehen habe mit einem vergleichbaren Master, es pro Transfer in dieser Qualität sicherlich 10 gibt, die noch deutlich schwächer ausgefallen sind. Ja, wir bekommen keine überwältigende Schärfe oder Detailzeichnung, aber wir bekommen etwas, das man von einem B-Action-Reißer aus dem Jahr 1997 wahrscheinlich auch nicht anders gewohnt sein kann, denn es ist nicht davon auszugehen, dass der Film damals mit besonders hochwertigem Material gedreht wurde. Es ist vor allem eben auch bei diesen Filmen, selbst wenn laut IMDb das Filmformat 35mm war, nicht unbedingt davon auszugehen, dass der Film, wenn er auf diesem Format gedreht wurde, auch in der Post-Production in diesem Format verarbeitet wurde, weil gerade in den 90ern war das dann eben oft so, dass dann die Special Effects und die Post-Production nur auf Video gemacht wurde und dass es, obwohl der Film eben auf Film gedreht wurde, kein entsprechendes Master mehr gibt. Das ist aber leider etwas, was man eben von einer kleinen und unbekannten Produktion wie CYBORG nicht immer wissen und dementsprechend darbieten kann. Ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass es sich bei dem Bild von CYBERGATE nicht um das Originalformat handelt. Es stehen keine Charaktere zur Hälfte im Bild. Es tauchen auch oben und unten keine Crewmitglieder bzw. Boom-Mics auf, zumindest keine, die mir aufgefallen wären. Und es macht die Bildkomposition eigentlich einen ganz sauberen Eindruck. Das Bild per se ist, muss man sagen, in durchschnittlicher Qualität, was Farben und Kontrast betrifft, ist aber meiner Meinung nach jetzt nichts, worüber sich irgendein Fan von C-Action-Streifen aus den 90er Jahren ärgern wird. Ach ja, billige Actionfilme. Immer wieder nehmen sie dich auf eine Reise mit an Orte, wo du nie geglaubt hättest, dass du jemals hinkommst und in den meisten Fällen auch ehrlich gesagt gehofft hättest, dass du von denen meistens relativ weit fern bleiben kannst. Und das CYBERGATE ist definitiv einer davon. Gut, das, was mich natürlich begeistern würde, wäre die Tatsache, nach meinem Tod noch einmal einfach ein Armband umgelegt zu bekommen und damit wieder auftauchen zu können, aber wer weiß, wie es dann weitergeht, weil ganz ehrlich, wenn ich mir die Welt so anschaue, wie sie jetzt ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwann mal ganz gut ist, wenn man da... Anyways, CYBERGATE ist ein wirklich durchschnittlicher Science-Fiction-Action-Streifen aus dem Jahr 1997 von Worth Keeter mit C. Thomas Howell in der Hauptrolle, der in erster Linie wahrscheinlich durch seinen eigentlich weitestgehend prominenten Cast auf sich aufmerksam machen kann, der leider nicht besonders viel und besonders explosive Action bietet, der aber für Fans des Genres wahrscheinlich durchaus genügend Schauwerte hat, dass man sich darüber freuen kann, dass der Film jetzt endlich zum allerersten Mal den Sprung auf ein digitales Heimkinomedium geschafft hat und eben mit dem Debüt in der Science-Fiction Classic Collection überhaupt das erste Mal im deutschsprachigen Raum auf DVD ausgewertet wird. Alle, die den Film sehen wollen und dabei sich nicht daran stören, dass der englische Originaltitel auf der deutschen DVD nicht vorhanden ist und sich den Film nur auf Deutsch anschauen wollen und auch kein besonderes Bonusmaterial brauchen, weil das gibt's auch nicht, aber im Fall von CYBERGATE muss man an der Stelle allerdings auch dazu sagen, dass auch die amerikanische DVD-Version von Platinum keinerlei Special Features bietet. Alle, denen das egal ist, die können bei der DVD durchaus einen Blick riskieren und werden von CYBERGATE wahrscheinlich durchschnittlich unterhalten.